Diese Zeiten des rasanten Wandels erlebt jeder einzelne von uns auf ganz individuelle Art und Weise. Und da kann es schon mal knirschen zwischenmenschlich. Und so manch einer fragt sich dann, wie kann ich mich schützen vor fremden Energien? Was ist als Amulett geeignet? Als Schutz sozusagen. Und wie kann ich ein Amulett selbst herstellen und energetisieren? Wie immer möchte ich vorweg schicken, dass dieses Video als Inspiration für dich gedacht ist und du entscheidest, was mit dir in Resonanz geht, was du vielleicht ausprobieren möchtest. Lass uns zur ersten Frage kommen. Wie schütze ich mich vor fremden Energien? Für jemanden, der sich vorrangig in seinem häuslichen Umfeld aufhält und vielleicht noch allein ist, wird sich das Thema gar nicht so stellen. Jedoch für all diejenigen, die in größeren Städten leben, so wie ich zum Beispiel, oder häufiger im Job mit vielen Menschen in Kontakt sind, werden spüren, dass nicht jeder die gleiche Energie verströmt und mit dem einen kommen wir besser klar und mit dem anderen nicht ganz so. Und mit einigen werden wir sogar das Gefühl haben, hier möchte ich mich abschotten. Wie jedoch soll das passieren? Zum Beispiel im Arbeitsprozess. Also brauche ich einen Schutz. Und was ich hier dir dazu übermitteln kann und möchte, entspringt meiner eigenen Erfahrung und dem, was ich aus Gesprächen mit anderen Menschen aus meinem näheren und ferneren Umfeld weiß. Ich zum Beispiel, wenn ich in die Innenstadt gehe, weiß genau, dass ringsherum viele Menschen sind, die alle möglichen Energien verströmen. Denn unsere Aura ist ja nicht nur ganz dicht an unserem Körper, sondern geht weit, weit darüber hinaus. Das heißt, sie vermischen sich. Und in dem Augenblick, wo ich in Menschenmassen bin oder in größeren Menschenansammlungen, wird es natürlich Beeinflussungen geben. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich einen weißen Lichtkegel um mich drum herum mache mit einer Öffnung nach oben, wo alles, was möglicherweise in mir an Energien auftritt, auch nach oben entweichen kann. Das heißt, ich schütze mich energetisch, indem ich mir diesen Lichtkegel oder diese Lichtblase vorstelle. Nicht jedem ist das so gegeben und er möchte gern eine energetische Unterstützung haben. Es gibt massenhaft Online-Shops, die alle möglichen Amulette für diesen Zweck anbieten oder auch energetisierte Amulette. Wenn sich das für dich gut anfühlt, dann kauf dir ein entsprechendes Amulett. Ich persönlich stehe eher auf die Do-it-yourself-Variante, weil was ich selbst für mich erstellt und energetisiert habe, das ist maßgeschneidert und individuell für mich und trägt nicht auch noch Energien von anderen, die das Amulett hergestellt haben. Lass uns zur zweiten Frage kommen. Was ist als Amulett geeignet? Amulette können zum Beispiel alle möglichen Schmuckstücke sein, die permanent am Körper getragen werden. Also zum Beispiel Ketten, Kettenanhänger, Ringe, Armbänder oder auch Handschmeichler, die man in irgendeine Tasche seines Kleidungsstücks stecken kann. Da ist man ja dann auch ganz flexibel mit dem Wechsel. Mitunter kann es auch interessant sein, bestimmte kleinere Amulette in Säume oder Nähte von Kleidungsstücken einzunähen. So wurde das häufig auch in früheren Jahrhunderten gemacht. Und natürlich sind auch alle Arten von Steinen, zu denen du eine Affinität verspürst. Was weiß ich, du gehst spazieren und siehst einen besonders schönen Stein auf deinem Weg oder ein Stück Rinde, was dafür sich gut für dich anfühlt, dann ist auch das eine sehr gute Möglichkeit und schon so eine Art Übergang zu diesem Do-it-yourself.
eines erscheint mir wichtig bei allem, was du käuflich erwirbst als Amulett, zum Beispiel einen Stein, der an einem Lederband hängt, reinige es, bevor du es trägst, nach der typischen Art und Weise, wie man einen solchen Gegenstand reinigt, unter fließendem Wasser zum Beispiel, oder indem man es dem Sonnenlicht aussetzt, je nachdem, was für diese Art Stein als besonders geeignet erscheint. Indem du es reinigst, säuberst du es auch vor Energien, die ansonsten diesem Stein anhaften. Nun zur letzten Frage. Wie kannst du ein Schutzamulett für dich selbst herstellen und energetisieren? Und was kannst du ansonsten zu deinem persönlichen Schutz noch tun, auch ohne Amulett? Ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, du kannst jeden beliebigen Gegenstand nutzen als Amulett, der dir nach deiner persönlichen Intuition dafür geeignet erscheint. Wie energetisierst du den? Ich mache es mal am Beispiel irgendeines Steins, den du unterwegs gefunden hast, der klein genug ist, um ihn täglich mit dir zu führen. Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel ihn ins Sonnenlicht zu legen, nachdem du ihn vorher unter Wasser gereinigt hast. Wichtig ist, das Ganze ist ich sag mal, ein Prozess, den du in meditativem Zustand am besten machst. Das heißt, deine Absicht ist wichtig. Flüstere sozusagen dem Stein ein, dass er zu deinem Schutzstein werden möge, und lade Sonnenlicht ein, sich in diesem Stein zu verbinden, zu manifestieren. Und glaube einfach daran, und Glaube versetzt Berge, dieses Sprichwort kennst du wahrscheinlich, dass es funktioniert. Du kannst diesen Stein auch anders energetisieren, wenn du des Pendelns mächtig bist, kannst du zum Beispiel eine Zahlenfolge erpendeln, die deinem Schutz dient, aus einzelnen Ziffern, und schreibst sie mit einem Stift auf diesen Stein, sodass die Zahlenmagie, die Zahlen, und das sind ja auch alles Schwingungen, den Stein verschmelzen lassen mit seiner Schutzwirkung durch die Zahlen. Oder aber du legst diesen Stein auf ein Zettelchen und lässt ihn 24 Stunden liegen, und auf diesen Zettel schreibst du Schutz für mich in Liebe und zum Wohle aller. Malst vielleicht noch ein Herz drumherum und lässt diesen Stein darauf ruhen, sodass die Schwingungen dieser Worte auf den Stein übergehen können. Vielleicht erscheint dir das mystisch, probiere es einfach aus. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. Ich persönlich mache es noch viel einfacher. Ich gehe in einen meditativen Zustand, verbinde mich mit der geistigen Welt, mit dem Universum, mit den licht- und liebevollen Energien des Kosmos, und zeitgleich erde ich mich, nehme diesen Stein in die Hand und lasse die Energien in diesen Stein über meine Hände einströmen, mit der festen Absicht, dass das diesem oder jenem Zweck, in diesem Falle meinem Schutz, dienen möge. Nach meiner Erfahrung sind all diese manifesten Dinge, also Gegenstände, im Grunde nicht erforderlich. Es reicht die klare Absicht, dieses Verbinden zwischen Himmel und Erde und eine Schutzenergie um mich drum herum, rein mental erschaffen, oder was noch viel wirksamer ist, wenn du dich nicht gar so sehr abschotten möchtest, du lässt diese Energien aus Kosmos und Erde in dich einströmen, spürst diesen Energien nach und dehnst diesen Energiekörper über dich aus und weiter und weiter. Der positive Effekt ist, wenn du Licht und Liebe aus Himmel und Erde in dir vereinst und das nach außen immer mehr ausdehnst und abstrahlen lässt, dann
energetisierst du im Grunde positiv in Liebe und zum Wohle aller auch dein Umfeld näher und ein Stückchen ferner und tust etwas für den Frieden in dir und für den Frieden um dich drum herum. Ich hoffe, das klingt dir nicht zu abgespaced und du kannst für dich die eine oder andere Inspiration daraus wählen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Bis zum nächsten Podcast oder Video sag ich Tschüss.